Da bin ich wieder mit einem kleinen Freelance-Vlog. Wir schauen uns gleich 2 Wochen an. Heute ist schon Dienstag. Ich habe gestern an Ostermontag nicht gevloggt und starte deshalb erst heute in meine Vlogwoche. Und heute Morgen war ich schon ganz fleißig am Reportings erstellen für meine Kunden. Da war ich etwas spät, sag ich mal. Normalerweise mache ich meine Reportings immer bis zum 10. des Monats. Heute haben wir den 11. Aber gut, die meisten sind diese Woche sowieso im Osterurlaub. Das heißt, es wird für mich eine ruhige Woche, hoffe ich. Ja, und ich habe heute schon auf Jenny Works gebloggt. Also Blogpost für diese Woche habe ich schon geschrieben und habe heute eigentlich nur noch 2 andere Sachen auf der Liste. Aber ansonsten ein eher ruhiger Tag, was ganz schön ist nach den letzten beiden stressigen Wochen. Und außerdem probiere ich heute mal eine Pomodoro-Technik. Ich habe mir nämlich am Wochenende ein Crunchyroll-Abo gegönnt. Also das ist ein Anime-Streaming-Dienst, für alle, die das nicht kennen. Wo ist die Kamera? Da. Ich bin ja großer Detective Conan-Fan und lese seit letztem Jahr die Mangas nochmal als E-Book oder als E-Manga nach. Und gucke jetzt nebenbei auch den Anime. Und eine Folge läuft immer so 20 Minuten ungefähr. Ich mache das so, ich mache immer eine Folge, lasse ich nebenbei laufen, arbeite nebenher. Und wenn die Folge vorbei ist, mache ich 5 Minuten Pause. Mache ich schon den ganzen Tag. Bin schon bei Folge 61, habe aber am Wochenende schon angefangen. Naja. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Copyright-Strike. Und da arbeitete ich fleißig mit meiner Detective Conan Pomodoro-Technik. Mal gucken, ob ich die irgendwie zum Patent anmelden kann oder so. Mero war jetzt noch nicht so überzeugt, muss man sagen. Naja. Am Mittwoch war ich dann unterwegs zum Hautarzt. Ich habe nämlich einen Allergietest machen müssen. Und danach bin ich dann ins Büro gelaufen und habe erstmal die Pflanzen gegossen. Geile Perspektive auch, einfach super gefilmt. 10 von 10. Dann habe ich erstmal die Post geöffnet, die ankam. Ich habe zum Beispiel Briefmarken bestellt mit diesem sehr süßen Katzenmotiv. Dann kam auch noch ein Paket an mit einem neuen Produkt von einem Kunden. Das habe ich dann in der Folgewoche fotografiert. Und dann habe ich noch meinen Newsletter geschrieben und ich kontrolliere immer so ungefähr 1 Million Mal, ob auch wirklich jeder Link richtig ist und auf das richtige Linkziel verweist. Dann war auch schon Donnerstag und ich bin wieder ins Büro. Und an dem Tag war es nochmal so richtig kalt und verregnet, also so ein richtig ekliges Aprilwetter. Warum wollen manche Menschen immer so zwanghaft telefonieren? Ich frage den Kunden, bitte schicken Sie mir einen Screenshot von dem und dem Ding. Ruft man mich an. Und ich frage mich so, will man mir dann den Screenshot telepathisch durch die Telefonleitung offerieren oder was ist so der Gedankengang dahinter? Warum wollen manche Menschen immer telefonieren, wenn es überhaupt nichts zum Telefonieren gibt? Ich bin zwar gerade erst ins Büro vor einer Stunde oder so, habe aber gar keinen Bock mehr hier zu sein. Außerdem geht die Heizung schon wieder nicht. Cool. Ja, und ich glaube, ich gehe jetzt wieder heim. Da habe ich nämlich Katzen und eine funktionierende Heizung. Ja, und manchmal werden Träume wahr. Und zu Hause hatte ich wirklich eine funktionierende Heizung und einen süßen Gimli auf dem Schoß. Freitags hatte ich nicht gefilmt, deshalb springen wir direkt in die nächste Woche, in den Montag.
An dem Wochenende hatte ich ein neues Zine erstellt, und zwar zum Thema Emojis. Und an dem Morgen habe ich das nochmal ausgedruckt und gefalzt. Und das war dann auch die Woche, in der quasi alle KundInnen dann so aus dem Osterurlaub zurückkamen und mich alle mit ihren To-Dos überschütteten. Und ich musste das erstmal so in richtige Bahnen lenken. Das ist ja auch was man als Dienstleisterin erstmal lernen muss. Nur weil ein Kunde oder eine Kundin Druck macht und was sofort haben will, weil es für sie oder ihn ein absolut dringender Notfall ist, heißt es ja noch lange nicht, dass das auch zu meinem Notfall werden muss. Und naja, ich mache ja Social Media Management und da ist eigentlich quasi nichts ein Notfall, weil es ist im Endeffekt halt auch nur Marketing und Werbung und nichts, was von der einen auf die andere Sekunde unbedingt jetzt super schnell erledigt werden muss. Aber ja, manchmal muss man sich das immer noch mal in Erinnerung rufen, dass nur weil man Dienstleisterin ist, eben nicht alles sofort machen muss, nur weil ein Kunde oder eine Kundin schreit. Und das war so ein Tag. Aber generell gab es da wirklich sehr viel zu tun an dem Tag. Und ich hatte nicht mal Zeit für meine Detective Conan Pomodoro-Technik. Sad. Guck mal, aber ich habe eine neue Hülle. Findest du die gut? Aber Also, meinen siehst wöchentlichen aber- YouTube-Call mit Laura habe ich natürlich gemacht. Und wir haben über sehr wichtige ich YouTube-Dinge glaub, das soll auch gesprochen. So sein, der Look, aber es ist drauf gedruckt. Nein, aber sie könnte von meinem Design sein. Und damit ging der Montag dann erstmal zu Ende. Heute ist zwar Dienstag, es ist bei mir aber so ein bisschen Meeting-Dienstag, weil ich morgen auf einem Termin bin und deshalb meinen gewohnten Meeting-Mittwoch nicht halten kann. Deshalb habe ich heute ein paar Meetings und am Donnerstag ein paar Meetings. Ich habe jetzt schon 2 Meetings gehabt heute, habe heute Nachmittag noch eins, habe vergessen zu filmen. Alles wie immer. Habe heute auch so viel Energie wie diese Monstera. Vielleicht muss ich das rausschneiden. Am Mittwoch war ich dann, wie gesagt, auf einem Kundentermin vor Ort und oh boy, hat mir das viel Energie geraubt. Also das war ein Halbtagestermin, 4 Stunden. Mit Anfahrt war das dann halt so mein ganzer Arbeitstag und mein Hirn war auch einfach komplett leer nach dem Termin. Also ja, sowas laugt mich einfach komplett aus. Jenny, warum machst du das immer? Am Donnerstag habe ich dann noch ein paar Meetings vom Mittwoch nachgeholt. Und generell hatte ich halt natürlich noch 1, 2 Sachen zu tun, die ich am Mittwoch dann nicht machen konnte. Und dementsprechend war am Donnerstag dann recht viel los und ich war sehr fleißig. Ja, ich habe diese Woche irgendwie gar nicht so viel gefilmt. Denke ich jetzt. Ich habe es aber auch noch nicht geprüft. Es kommt mir eigentlich jede Woche so vor, als hätte ich nicht genug gefilmt. Aber diese Woche war auch einfach so ein krasser Worktunnel schon wieder. Ich war ja am Mittwoch auf einem Kundentermin vor Ort. Da wollte ich eigentlich ein bisschen filmen, aber dann, wie es so ist, dann ist man halt vor Ort und dann waren dann auch schon andere Kollegen da und dann wollte ich halt nicht sagen, hallo übrigens, ich vlogge hier, so confident bin ich dann irgendwie auch noch nicht. Obwohl ich draußen kein Problem habe, so rumzulaufen und zu filmen. Aber so vor KollegInnen war es mir dann irgendwie doch nichts. Ja, und dann habe ich wieder diese Woche so ein bisschen so das Gefühl, dass halt alles, was ich mache, ist halt hier vor dem Computer sitzen und Sachen bearbeiten. Und die Kundensachen kann ich natürlich nicht zeigen, leider. Ja, und dann war diese Woche einfach noch so ganz viel, nicht Buchhaltungsstuff, sondern eher so Akquise-Stuff, weil ich gerade dabei bin, eventuell ein sehr großes Projekt anzunehmen. Da ging es diese Woche sehr viel um die Leistungsbeschreibung, also was wird wirklich gebraucht, was kann und möchte ich da anbieten und eben auch zu welchem Preis. Ich habe da gestern das Angebot rausgeschickt und habe jetzt heute noch nichts gehört dazu. Werde da jetzt heute aber auch nicht mehr nachfragen, sondern wenn dann nächste Woche erst, dann mal gucken, was daraus wird oder auch nicht. Nächste Woche bin ich dann ja auch schon in Barcelona
ab Donnerstag. Das heißt, nächste Woche vlogge ich sowieso nur Montag bis Mittwoch. Aber ich möchte in Barcelona vloggen natürlich. Und bin da auf einem oder eigentlich 2 Workshops, freitags und Samstag, von The Future. Die habe ich schon ganz oft auf meinem Blog erwähnt. Vielleicht kennt ihr die machen ganz viel im Bereich Selbstständigkeit, beziehungsweise also ursprünglich waren sie mal so eher auf der Designer-Schiene, also wie kann man als Designer Geld verdienen im Internet, sage ich jetzt mal. Haben sie inzwischen aber so generell auf das Thema Selbstständigkeit spezialisiert, kommen aus den USA. Deshalb, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil ich habe immer so das Gefühl, so die ganzen Geschäftspraktiken, die in den USA einfach so easy, also ganz normal sind, die sind für den europäischen Markt gar nicht relevant. So. Also die machen richtig gute Sachen. Ich bin auch schon seit Jahren Fan davon. So manchmal hatte ich so das Gefühl, so oh je, jetzt driften sie so ab in so NFT-Scheiße und so. Aber haben sich meiner Meinung nach wieder so ein bisschen gefangen. Und machen jetzt so eine Europatour. Da habe ich schon letztes Jahr irgendwann die Tickets gekauft. Ich dachte ja, ich bin im April in Taiwan und gar nicht hier in Deutschland. Das hat sich leider verschoben, beziehungsweise hat jetzt erstmal nicht stattgefunden. Heute, wenn ich das aufnehme, gibt es in Berlin einen Workshop. Und in Amsterdam ist ja noch näher eigentlich zu mir hier in Düsseldorf, hat es auch welche gegeben. Aber wie gesagt, ich dachte damals halt bei der Buchung, ich bin nicht da. Und Barcelona war damals der einzige Termin, der für mich gepasst hat. Und deshalb fliege ich nächste Woche nach Barcelona und bin da auf dem Workshop. Und in Barcelona war ich noch nie. Bin gespannt, wie das wird. Aber das ist erst nächste Woche. Und diese Woche muss ich dann 2 YouTube-Videos vorbereiten, weil mein Schneidetag ist ja immer der Sonntag. Und nächste Woche Sonntag bin ich noch in Barcelona. Das heißt, ich muss da so ein bisschen vorarbeiten und diese Woche 2 Videos schneiden. Und weil ich heute irgendwie, also ich hätte schon was zu tun. Man hat immer was zu tun. Aber nichts, was so wirklich drängt. Deshalb überlege ich, ob ich heute schon mal mit einem der Videos anfange. Wäre vielleicht ja gar nicht so verkehrt. Und ja, das war's. Jetzt habe ich ziemlich lang gelabert. Ach, guck mal, wie süß. Okay. Boah, ich komme heute überhaupt nicht aus dem Quark irgendwie. Ja, ich bin nur am Rumprokrastinieren. Und jetzt ist schon 12:30. Und jetzt dachte ich mir, vielleicht mache ich mal einen Spaziergang, auch wenn das Wetter jetzt nicht so nice ist. Ich werde mir unterwegs irgendwas Leckeres zu essen holen und hoffe, dass mich das irgendwie motiviert. Ja, vielleicht kann ich am Nachmittag noch ein bisschen was wegschaffen. Zukunfts-Jenny am Montag wird mir danken, wenn ich das heute erledige und nicht auf nächste Woche schiebe. Aber, habe ich einen Durchhänger heute. Ich weiß auch gar nicht warum. Also... Naja, manchmal ist das so. Also gut, gehen wir mal raus. Draußen war es dann einfach mega frühlingshaft. Es war einfach eine sehr gute Entscheidung, nochmal rauszugehen. Ich meine, guckt euch bitte diese geilen Kirschblüten an. What the fuck einfach. Zurück an meinem Schreibtisch habe ich dann noch ein bisschen gearbeitet. Natürlich mit meiner Detective Conan Pomodoro-Technik. Schön zu sehen hier, wie ich total vergessen habe, wo mein Handy liegt und dann mich suchend umgucke, wo denn mein Handy ist und dann erst bemerke, dass ich ja gerade filme. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Da zeige ich euch, was ich in Barcelona Tolles gemacht habe. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche.